Schreibt mal was Twitch-Chat, please. Schreibt ein Penis. Schreibt ein Penis. Na, Mann. Schreibt irgendwas. Das gute alte Bürgergeld. Finanziert Flav seit 2023, I guess. Wieso, Tauli? Es ist doch so. All in F-Coin, nur Toastbrot. So ist es. Man muss Prioritäten setzen im Leben. Also Schmuck passt. Schmuck im Low-Level ist ultra unwichtig, beziehungsweise besserer Schmuck als der Standardschmuck ist halt relativ teuer. Also da finde ich, ist Preis-Leistung ziemlich schlecht. Weil um wirklich sehr viel besseren Schmuck als Mightier plus 1 oder Demois plus 7 zu haben, man könnte dir Mightier plus 1 holen, die geben jeweils 6 Zusatzschaden mehr als Demois plus 7. Aber es bringt eigentlich nichts, weil Zusatzschaden beim Mage ist sowieso ziemlich schlecht. Oder nicht so gut wie bei anderen Klassen. Also ich würde wahrscheinlich mir einen guten Hisswand kaufen. Also ein gutes, vor allem auf Skill-Damage bezogen. Also wieder geupgradet, ist es eigentlich vollkommen schnurzpiep egal, es geht eigentlich nur um Skill-Damage. Also das ist eigentlich der größte Damage-Faktor bei einem Psy. Ich weiß noch, ich habe gesagt, ich spiele so lange an dem Wochenende, bis ich permanente Beats habe. Sackblatt und die ATK-Beats. Und die ganzen Hater im Chat, wahrscheinlich war einer davon Bold, Kappa. Und die ganzen Hater im Chat, oh, das schaffst du niemals, Free-to-Play, das ist unmöglich, das geht nicht, nur mit Penya-Drops, das hast du ja keine Chance, das geht nicht, das kann nicht funktionieren. Und was hatte ich am Ende von dem Wochenende? Richtig, ein Pad mit permanenten Beats. Und zwar alle 6. Den Hatern mal wieder gezeigt, wie das Spiel funktioniert. Und 26 Stunden Flav gespielt in 2 Tagen. Aber approved my point. Da hast du noch kein Flav gespielt. Aber wenn du es gespielt hättest, wärst du sicherlich auch eine von diesen Personen gewesen. Da bin ich mir sicher. Was schätze ich, wie viele noch auf Universe zocken? 5K circa? Meinst du jetzt Bodeng oder meinst du Universe? Universe im Sinne von alle Flav-Spieler Universe weltweit. Weil da wäre 5K ziemlich wenig. Das sind 1000% mehr als 5K weltweit. Habe ich letztens erst gesagt, aber ich sage es gerne wieder. Bodeng schätze ich täglich so 1000 bis 2000. Und da Bodeng einer der aktiveren Server ist, gilt dann das gleiche noch für 2 weitere Server im Westen. Und auf dem ungefähren Stand von Bodeng gibt es insgesamt so 5, 6 Server. Also es gibt welche, die sind ein bisschen weniger als Bodeng, es gibt welche, die sind ein bisschen mehr als Bodeng. Oder einer ist legit doppelt so viel wie Bodeng. La Wolf. Also insgesamt sind es weltweit safe 10.000. Jeden Tag, die spielen. 1000%ig. Und ja, die ganzen Bots habe ich rausgerechnet. Aus dieser Rechnung. Habe ich die Demian-Quest gemacht? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, von welcher Quest du redest, ehrlich gesagt. Ist es die Creonan-Quest-Reihe, die du gerade machst, oder was? Weil da musst du 1000% den Giant töten, ne? Also was ich bei Universe tatsächlich erstaunlich finde ist, das interessiert wahrscheinlich hier keinen, ich weiß, aber trotzdem, ihre Facebook-Seite, die bekommt jeden Tag etliche Follower, so 100 bis 300 im Monat und die wachsen kontinuierlich. Also ich habe keine Ahnung wie, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass es hauptsächlich Spieler aus Asien sind, zu 99% probably, weil in Europa und Amerika kein Mensch mehr Facebook benutzt, der unter 40 ist. Und ich. Und ich. Aber
Finde ich tatsächlich ziemlich erstaunlich, dass sie noch so einen Follower-Zuwachs haben. Klar, wie gesagt, Facebook ist vielleicht nicht unbedingt sehr relevantes Medium, nicht mehr so mega relevant. Könnten natürlich auch ein paar Bot-Accounts sein. Ich meine, Facebook hat, glaube ich, auch ein ziemliches Bot-Problem mit Fake-Accounts und so. Aber gut, warum würden Fake-Accounts oder Bot-Accounts, die vielleicht Universe Facebook-Seite liken, würde jetzt nicht so viel Sinn ergeben irgendwie. Wüsste nicht, was sie davon hätten. Also die Bots. Jedenfalls, scheint es auf jeden Fall noch immer viele Leute zu geben, die sich dafür interessieren. Also neue Leute, immer wieder. Und hier im Stream und so sind ja auch immer wieder neue Leute am Start. Also man hat auf jeden Fall einen kontinuierlichen Zuwachs von neuen Spielern. Ist der Penya noch was wert? Das sollte der Wahlslogan für den nächsten Präsident von Borodeng sein. Bei uns ist der Penya auch noch was wert. So soll es sein. Borodeng für eine starke Wirtschaft. Also meinst du die NPCs oder was? Finde ich die NPCs wirklich sehr gut? Ist im Endeffekt die gleiche Frage. Also ich meine, habe ich vorhin schon gesagt eigentlich, es kommt halt darauf an, wie viel man spielt und was man macht. Aber die NPCs sind schon extrem preiswert, weil du musst ja bedenken, das ist ein 24/7 Power-Up. Also was kostet es für 15 Tage 140 F-Coin, ne? 15 Tage Power-Up für 140 F-Coin, 3% PvE-Damage. Du machst einfach 15 Tage lang 3% mehr Schaden. PvE-Damage ist extrem gut, das ist ein sehr guter Wert. Weil es literally 3% mehr Damage sind. Was jetzt der eine oder andere vielleicht sagt, ist nicht so heftig. Und ja, ich meine, es ist jetzt nicht weltverändernd. Aber du musst es ja auf 15 Tage rechnen, auf tausende Monster, hunderte Giants, hunderte Bosse, hunderte Dungeon Runs. Also kommt, wie gesagt, darauf an, wie viel du spielst. Und wenn du extrem viel spielst, lohnt sich das halt immer mehr. Also im Endeffekt, die NPCs, ob die sich lohnen oder nicht, ist abhängig von einem selber. Wenn du jeden Tag mindestens 2 bis 3 Stunden spielst, würde ich sagen, dann lohnt sie sich auf alle Fälle. Und wenn nicht, dann lohnt sie sich wahrscheinlich eher nicht so sehr. Und 2, 3 Stunden spielen würde in dem Fall auch bedeuten 2, 3 Stunden farmen oder leveln. Weil ich meine, wenn du jetzt in der Stadt rumstehst und online bist und hast XP plus 5% laufen die ganze Zeit, ich meine, dann hat es sich natürlich nicht gelohnt, weil du standest ja nur rum und hast nichts gemacht. If you get what I'm saying. Also, denke mal, das ist eigentlich schon ziemlich einleuchtend. Also im Endeffekt sind es halt einfach ultra günstige Power-Ups, die schon gut sind. Aber wie gesagt, du musst halt wissen, tötest du überhaupt Monster, wo diese 5% Droprate überhaupt was bringt, weil für stinknormale Monster lohnt es sich definitiv nicht, weil 5% Droprate ist echt wenig. Also wenn jetzt einfach nur Level, also ich meine, gut, okay, wenn du extrem viel levelst, lohnt es sich wiederum schon wahrscheinlich, die Menge macht's halt. Aber ich würde sagen, die Droprate ist eher für Bosse und Giants relevant, wo die 5% natürlich jetzt auch nicht ultra ins Gewicht fallen, aber wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn du hunderte Giants tötest, wenn du hunderte Dungeon Runs machst, wenn du hunderte Bosse tötest, dann machen diese 5% wahrscheinlich schon einen Unterschied. Und genauso mit den XP, wenn du jetzt nur 1 Stunde leveln gehst, dann hat es sich natürlich nicht gelohnt, aber wenn du jetzt eine Woche lang jeden Tag ein paar Stunden leveln gehst mit 5% mehr XP, für dann umgerechnet pro Stunde, was weiß ich, 1 F-Coin pro Stunde oder so, ist ja dann extrem worth it gewesen eigentlich. Mike Dyson, Alter, der Name ist nicht schlecht. Der heißt einfach Mike Dyson. Junge. Der ist gut. Einfach der allerechte Mike Dyson. Wie es bei mir laggt. Ja, es ist abnormal. Hier, ich habe einen 60er Ping.